Hi Leute, willkommen zu Tragen wie baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar der dritte Teil für das Schwert restaurieren. Ja, ist ja quasi schon ein Neubau. Aber wir werden jetzt in dem Teil, wenn wir das Ganze noch pinseln, dann mit Leder an den Griff und dann mal gucken, wie es danach wieder aussieht. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch wieder. Ich werde auch gucken, dass ich dieses Video dann ein bisschen doch wieder was kürzer mache, weil die letzten sind ja doch ein bisschen lang geworden. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch wieder. Bleibt dran, wir sehen uns. So Leute, dann werden wir das Ganze jetzt erstmal pinseln. In dem Fall nehme ich mal wieder Latex, mal kein Flexi-Paint. Dann werden wir jetzt erstmal wieder so ein paar Schichten schwarz drauf machen, also 6 bis 8, dass das eine vernünftige Dicke hat. Würde ich mal sagen, wie üblich. Mache ich beim Flexi-Paint auch, das hat sich eigentlich gut bewährt. Das ist eine vernünftige Dicke, da reißt doch so schnell nichts. Und zwar haben wir jetzt ein bisschen Platz hier machen. Haben wir die Schwarzschichten drauf. Jetzt habe ich mir Silber gemischt mit noch einem anderen Farbton drin, wo ich mal gucken muss, wie das dann nachher aussieht. Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Mal schauen. Probieren wir jetzt erstmal aus. Natürlich direkt wieder für die Kamera, direkt erstmal wieder am Kleckern. Kennt man ja. Bin mal gespannt. Wie gesagt, das ist ein Silber und dann habe ich so einen weiß-silbernen Ton mit rein gemacht. So ein bisschen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein bisschen wie Perlmutt. Das ist dann jetzt für die, sag jetzt mal, für die Metallgrundfarbe. Erstmal mal gucken, wie es aussieht. Ich mache doch relativ wieder erstmal nur dünn drauf. Wo immer noch, damit eine schönere Oberfläche, immer nachher noch mal drüber gehen, wenn der Schwamm ein bisschen trockener ist. Und dann müsst ihr immer schauen, weil das habt ihr vor allen Dingen mit dem Latex. Das dauert nicht lange, dann hat der Schwamm erste Klumpen so ein bisschen drin. Und dann wird die Oberfläche nicht mehr ganz so schön. Wie ihr seht, das geht ganz gut. Ich mache dann immer so stückchenweise. Ich glaube, bei der Länge wird das bestimmt passieren hier mit der Klümpchen so ein bisschen. Wie ihr seht, das trocknet auch richtig schnell, ne? Dadurch, dass das relativ dünn ist. Dadurch wird das Metall auch erstmal was dunkler. Was aber in dem Fall erstmal gewollt ist, weil ich dann nachher noch ein bisschen mit Acrylfarbe noch ein bisschen so drüber gehen will. Also ein paar, die ersten kleinen Klümpchen fangen jetzt langsam schon mal an. Das ist aber auch, wenn er relativ wenig Farbe nimmt. Wenn man mehr Farbe nimmt, passiert das auch erstmal nicht so schnell. Aber dann ist halt auch sehr dick drauf. Und dementsprechend dauert das Trocknen dann noch länger. Wie ihr seht, bei den Temperaturen hier, das ist schon fast wieder trocken hier an den Spitzen. Das geht dann richtig schnell. Also allmählich fängt es an. Also wenn er merkt, dass dann anfängt so ein bisschen zu klumpen, wenn ihr am Tupfen seid, dann nehmt am besten dann früher oder später dann einen neuen Schwamm. Hier habe ich ein bisschen dicker drauf gemacht. Wie gesagt, dann tupft er erstmal weiter runter, damit nicht mehr so viel Farbe am Schwamm ist. Und dann geht er dann noch ein-, zweimal drüber. Naja, es fängt an. Seht ihr? Ja, warte. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Beim Latex ist das sehr schnell. Seht ihr hier, diese weißen kleinen Krümmelchen? Wenn ihr sowas kriegt, guckt am besten, dass ihr einen anderen Schwamm wieder nehmt. Das fängt jetzt nämlich, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, hier so an der Seite fängt das nämlich schon an. Daran kann man das immer gut sehen. Ja, und dann nehmt am besten einen neuen Schwamm. Deshalb nehme ich am liebsten immer Matratzenschaumstoff, hat man auch schon ein paar Stück gemacht. Und dann ist das wieder gut.
Das ist als Schwamm relativ günstig. Kann natürlich auch Spülschwämme dafür nehmen, die was klein schneiden, aber das liegt dann an euch. Wie gesagt, das mit dem bisschen hier, das Gebrösel, das ist beim Latex besonders schlimm. Bei Flexipaint hat das eigentlich also gar nicht. Also ist mir auf jeden Fall bisher noch nie aufgefallen, dass ich das hatte. Egal wie groß die Fläche war, wo ich da getupft habe. Also da ist Flexipaint deutlich angenehmer zu verarbeiten wie Latex. Latex ist generell, ich sag jetzt mal, für alles ein bisschen anfälliger. Aber so vom Grundprinzip ist die Verarbeitung fast ähnlich. Es gibt ein paar Sachen, wo man dann bei dem Latex mehr darauf achten muss, wie beim Flexipaint. Zum Beispiel, dass das sich nicht mit allen Farben gut verträgt und so was. Aber wie gesagt, so von der Grundverarbeitung ist es eigentlich fast dasselbe. Bis auf ein paar kleine Unterschiede. Wenn ihr mit Latex arbeiten könnt, und auch mit Flexipaint und auch umgekehrt. Ja, ihr seht ja schon an den Spitzen hier, das ist schon, außer da wo es ein bisschen dicker drauf gemacht habe, ist das schon fast wieder trocken. Das ist also, das ist das Schöne am Sommer, und wenn ihr halt mit dem Schwamm da tupft, ist das relativ dünn dann drauf. Also jetzt für die letzte Farbgebung. Aber wie gesagt, ich will das auch ein bisschen dunkler haben. Durch das relativ dünne habt ihr dann auch noch von dem Schwarz halt, von der Grundfarbe, dass das generell dann ein bisschen dunkler ist, und könnt das dann nachher mit der Acrylfarbe was aufhellen. Ja. Wenn es dann zu hell ist, geht da halt noch mal ein bisschen mit Schwarz was drüber. Dunkelt wieder ein bisschen nach. Ja, hier seht ihr hier sind so, kann man mal gucken, bei manchen kann man noch was drüber gehen, aber manchmal, wenn da zu viel ist, seht ihr hier, da fängt schon wieder an zu bröseln. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Wenn das so ein bisschen anfängt, dann müsst ihr so allmählich schon mal wieder gucken, da ist schon wieder neu in Schwamm. So, ja, bei Latex ist das unheimlich schnell. So. Deshalb mache ich auch immer nur so 22 cm Stücke. Also hier fängt es nämlich schon an zu bröseln wieder. Hier habe ich es auch schon wieder. Das sieht dann nämlich nicht mehr so schön aus. Ist aber auch, wenn man relativ dünn die Farbe drauf macht. Man kann sie natürlich auch dicker drauf machen, so wie ich jetzt das hier mache. Ne? Das geht auch. Aber mit dem Gebrösel, das sieht halt nicht so schön aus. Also tun wir den schon wieder weg. Jetzt fangen wir mit dem dritten Schwamm an. Das wird garantiert auch, wenn ich Pech habe, noch ein vierter werden. Aber wenn ihr eine vernünftige Oberfläche hinkriegen wollt, naja, muss man halt ein paar Schwämmchen mehr benutzen. Ja, hier die Stellen, die sind nicht so schön geworden durch das Rumgefrinkel. Aber wie gesagt, ist halt manchmal. Also von daher, ich sage jetzt mal öfters die Schwämme wechseln, wenn ihr merkt, dass das anfängt. Ist aber auch, dass ihr das schon mal habt, wenn die Farbe schon ein bisschen länger steht, dass die schon so ein bisschen angetrocknet ist, so leicht. Dann habt ihr das auch relativ schnell mit diesem Gebrösel, nenne ich jetzt immer so, dass das dann auch nicht mehr so schön aussieht. Das Gröbste ist jetzt soweit trocken. Dann machen wir mal hier so weiter. Kämpfen uns vom Knauf jetzt mal hier so ein bisschen hoch. Und hier steht schon wieder so die Brösel an den Finger. Oh, das wollte man jetzt nicht. Das in der Farbe drin hängt. Habe ich auch noch nicht gehabt, aber ist nicht schlimm. So, so, dann haben wir das jetzt hier. Natürlich habe ich jetzt wieder hier das richtige Brösel an den Finger. Das ist natürlich dann nicht so das Schöne.
sowas habt, bevor ihr dann eine andere Farbe macht, geht am besten so ein bisschen die Finger mal dort drüber. Und zwar haben wir noch ein bisschen Silber hier in der Ecke gehabt. So. Oh, das könnte ein bisschen viel sein. Naja, gut, ist egal. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da haben wir wieder zu viel Farbe genommen. Das machen wir mal ein bisschen weg. Das hängen wir nachher wieder drin. So. So, jetzt gucken wir mal, da hat man noch ein bisschen Rot. Da habe ich dann so eine Riesentube. Silber suche ich immer. Rot, ich weiß es nicht. So, ja, bei mir ist manchmal schon ein bisschen komisch. So. Mal schauen, ob das schon reicht. Das ist nämlich eigentlich sehr ergiebig. Ja, das sieht doch schon super aus. So, ein bisschen. So, dann werden wir das Ganze jetzt erstmal gut trocknen lassen. Das Ganze ist noch ein bisschen heller an ein paar Stellen. Machen wir noch ein bisschen schwemmen, der ein bisschen dicker ist. Dann habe ich mir hier noch von einer alten Flexi- oder Latexdose noch unten den Boden. Jetzt muss ich gucken, noch ein bisschen, ups, bisschen schwarzes Latex hier rein. Wirklich nur so ein kleiner Klecks. Jetzt nehmen wir einfach ein bisschen Wasser. War ein bisschen viel. So, haben wir wieder ein bisschen gekleckert. Kennt mich ja. War jetzt übrigens keine Werbung für Volvic. Das ist nur das, habe ich dann hier als Flasche. So. Nehmen wir noch hier etwas zum Umrühren. Im Endeffekt will ich ja nur das Schwarz ein bisschen verdünnt haben. Muss jetzt auch nicht so übermäßig verdünnt sein. Ich will jetzt nur nicht, dass das Silber nachher zu hell wird. Ja, ist nicht so ganz das geworden, was ich eigentlich gewollt habe. Aber na, das ist ein bisschen überhaupt nicht so geworden, wie ich es eigentlich vorhatte. Muss man doch noch mal wieder mit ein bisschen Silber drüber gehen. Das sieht jetzt irgendwie alles ein bisschen sehr, ich sag jetzt mal, verdreckt aus. So, ich würde sagen, das lassen wir jetzt ein bisschen trocknen. Wie gesagt, das ist nicht ganz so geworden, wie ich gehofft hatte, aber schauen wir uns das ganze Elend da mal an. Sieht jetzt ein bisschen abgenudelt schon aus im Vorfeld. So Leute, das Ganze haben wir jetzt mal trocknen lassen. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr den Pinsel, wenn ihr den schon öfters benutzt habt, wie gesagt, immer wenn ihr gefinisht habt, macht ihr ins Wasser rein. Ne? Und dann, wenn ihr den wieder benutzen wollt, holt ihn früher ein bisschen raus, lasst ihn halbwegs antrocknen, also ist noch ein bisschen feucht, man merkt es noch, aber dann sind die Borsten noch viel weicher nachher zum drüber pinseln. Nur so als kleiner Tipp. Ne?
So, ein paar Schichten Topcoat haben wir jetzt hier drauf gemacht. Jetzt habe ich mir mal rotes Leder genommen, weil ich davon noch ein ganzes Teil hatte. Und ich finde das ehrlich gesagt hier zu dem roten Kreuz eigentlich ganz passend. Da werde ich jetzt einfach mal hingehen und mache jetzt einfach mal rotes Leder dran. Gucken wir mal, wie das Ganze dann nachher aussieht. Bin mal gespannt, ob das sich gut macht. Das ist vollbracht. Das Schwert ist jetzt neu. Wie gesagt, bis auf den Kernstab und ein bisschen was vom Knauf. Leider konnte ich ja nicht allzu viel noch von benutzen. Aber das Ganze kann man jetzt wieder gut benutzen und das wird auch wieder eine ganze Weile halten. Ne? Hoffe ich. Ich weiß ja, für wen das quasi dann wieder ist. Für denselben, der mich schon kaputt wiedergebracht hat. Aber hat ja lange gehalten, das Teil. Ja, wie gesagt, ein bisschen was abgeändert. Dann hier das Kreuz was drauf, war direkt in Matte drauf gemacht. Ein bisschen den Knauf was abgeändert, aber im Großen und Ganzen sieht es wieder aus wie vorher. Und halt ein bisschen anderes Leder jetzt. Das Rot passt dann besser zum Kreuz, denke ich mal. Da ich hier noch so rumfliehen. Wie gesagt, ich hätte euch gerne noch ein paar andere Sachen gezeigt, aber vielleicht kriege ich ja noch mal ein kaputtes Schwert, wo man an der Spitze dann das machen kann, was ich euch noch mal zeigen wollte. Leider kommt man das hier nicht, beziehungsweise ich hätte es machen können, aber ich will jetzt nicht unbedingt eine neue Klinge, die ich gerade neu gemacht habe, wieder kaputt machen, nur damit ich euch das zeigen kann. Ne? Ja, dann hoffe ich mal, dass der ein oder andere Tipp euch vielleicht bei euren Sachen auch wieder was weitergeholfen hat. Dann sehen wir uns bei meinen nächsten Projekten. Wir sehen uns.